Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen und einen schönen Sonntag. Ich habe mir gedacht, heute machen wir statt der Tagesbotschaft einfach einen Kurzblick in den Dezember. Ich nehme das große Blatt fürs Kollektiv und wir schauen einfach, wo so die Energien für den Dezember am meisten vertreten sind. Oder am besten vielleicht auch als Warnung irgendwo was zu sehen ist. Und heute gibt es dafür auch kein Sonntagsgoodie. Ihr könnt die Sternzeichen, die Aufrufe sind mir hier zu wenig, einfach, das ist ein Haufen Arbeit und ja, mit 600, 700 Klicks, da lohnt sich das nicht, ne? Die könnt ihr dienstags auf meinem Hauptkanal sehen. Dieses Mal auch mit einem Blick in den Dezember für das Sternzeichen jeweils. Und jetzt bin ich still. Wir gucken uns das Kollektiv an für den Dezember. Die erste Karte. Ihr hört hier wieder mein Sternenlicht brummen. Aber das gibt sich dann. So, wir haben erstmal Wege aus Verstrickungen, etwas kommt in Fahrt, etwas nimmt ja Bewegung auf, würde ich sagen. Das ist verbunden mit einer Option, die man nutzt auf dem kurzen Wege. Und es ist ein Weg, der gerader wird, würde ich mal sagen, ne? Es kann ja sein, dass hier liegen schon gleich viele Personen mit rum, ne? Dass es ein geselliger Monat wird, dass man mit vielen Leuten zu tun hat. Wir haben die Liebeskarte, das Herz im Hause des Schiffes drin. Hier sind wir auch mit Sehnsüchten konfrontiert oder ja, wir träumen ein bisschen rum, wo möchte unser Herz noch hin. Möglicherweise geht der ein oder andere neue Wege in Herzensangelegenheiten. Möglicherweise haben wir hier auch ein paar Themen wie Eifersüchteleien oder Verwundungen. Und aus denen, die wir, ja, ich sage mal so, wir gucken auf die Themen und versuchen dann neue Wege zu kreieren. Hier liegt im Haus des Hauses die Sense drin. Hier kann sein, dass wir aus dem Umfeld heraus schnell reagieren müssen, dass wir da Erfolge einfahren irgendwo. Normalerweise ist die Sense auch die Karte, die haut dir wo rein und die hinterlässt auch Spuren. Aber da das Haus hier neben der Sonne liegt, denke ich eher an einen Erfolg, der aus der Umgebung kommt. Eine gute Energie, eine stabilisierende Energie. Es kann auch sein, dass man eine Verwundung in einer Herzensangelegenheit ganz gut verkraftet. Ja, dass man so über dem Berg ist, dass man das erstmal spürt und dass da, wo die Wolken waren, jetzt die Sonne aufgeht. 4, 6, 7, 8. Die Wege, die hier liegen, die spiegeln sich mit dem Schlüssel. Das bedeutet, überall da, wo es sich so unsicher angefühlt hat oder viel Umweg war oder vielleicht auch ein bisschen Chaos, besteht jetzt die Möglichkeit mit Sicherheit, sich neue Türen zu öffnen, eine neue Energie reinzulassen, das Herz wieder zu öffnen und möglicherweise kann sich der ein oder andere hier auch einen Herzenswunsch erfüllen, ne? Ja, es geht um Dinge, wo man sich ausblockiert fühlt, wegen Verwundungen. Man denkt hier auch vielleicht speziell drüber nach, was hat mir schon alles wehgetan oder wo musste ich schon einiges einstecken. Wo gibt es Dinge, die verletzend auf mich gewirkt haben oder wo kommt wieder etwas her, das mich in Konflikt bringt. Wie komme ich drüber weg? Wie gehe ich in Zukunft damit um? Sowas könnte unsere Gedanken beschäftigen. Allerdings ist es dann wohl doch nicht so stark, wie wir vermutet haben. Es geht darum, dass
wir Konflikte mit dem Leben haben, also wirklich mit dem Leben an sich, mit den Bedingungen, die ein Leben so mit sich bringt. Und ja, die Energie ist trotz allem sehr stabilisierend, auch wenn sie, ich glaube, hier haben wir viel nachzudenken oder zu verarbeiten. Gleichzeitig bringt es uns ein tragfähiges Umfeld dar, wo vorher vielleicht die Unsicherheit überhand genommen hat oder auch die Zweifel. Wenn ihr irgendwie Konflikte habt mit Kindern oder mit Kollegen oder mit, ich sag mal, Freunden, Freundschaften, dass da irgendwas war, was euch getroffen hat oder betroffen hat, dann könnt ihr das hier im Dezember mehr hinter euch lassen oder geschweige denn euren Boden besser fühlen. Ne? Im Prinzip ist es so, dass das, was ich hier sehe, das ist ein ganz altes Thema. Ich habe es hier auf der DNA liegen, auf der männlichen Seite. Das sind unsere Vaterthemen, das betrifft natürlich auch unsere männlichen Nachkommen. Es geht so um einen Konflikt, der auch sehr von Neubeginnen behaftet ist oder ich sage mal, ja, wo es so Wiederholungen auch gibt in den Themen drin. Die können wir leider nicht anhalten. Da sind Sachen, die wiederholen sich, ob du das möchtest oder nicht, das ist eben so. Und hier zeigt sich irgendwie ein familiärer Konflikt, der mit der männlichen Seite zu tun hat. Und da möchte das Schicksal uns etwas aufzeigen. Ich habe so den Monat der schicksalshaften Entscheidungen für uns. Ne? Hier liegt der Weg, die Wege im Haus des Klees drin. Hier liegt im Haus der Wege des Schicksalskreuz, der Lebensbaum, der Klee. Und da geht es tatsächlich darum, ich sag mal, diese Wege, die hier liegen, die sollen nicht schwer und belastend und fürchterlich sein, sondern die sollten minimalen kleinen Schritten für Erleichterung sorgen, für alle Beteiligten. Ne? Also die Konfrontation mit dem männlichen Teil ist hier sehr groß, mit dem männlichen Teil vielleicht auch in uns, dieses Ganze, was erschaffe ich mir, wo bin ich vom Schicksal geprägt, welche Wunden habe ich schon hingenommen, welche sind verarbeitet, wo kommen immer wieder neue hinzu. Und ich habe so das Gefühl, dass sich da Veränderungen einschleichen, wo man eine gewisse Schwere auch verspürt hat. Eigentlich ist es eine Legung, die sehr viel Potenzial hat. Aber wir kriegen hier sehr viel Schmerz auch aufgezeigt. Ne? Es ist so eine Umstrukturierung der Energie an sich da. Im Hause des Schicksals liegen die Blumen drin. In der Korrespondenz ist das Herz, der Herzbereich. Ne? Unsere Seele spricht sehr viel mit uns. Es geht um unsere Resilienz, um unsere Fähigkeit, Dinge zu überwinden, zu erlösen auch irgendwo. Ne? Das können auch Verlustthemen aus der Vergangenheit sein. Das können Vertrauensthemen sein oder Themen auch, die wir haben mit dem Leben, mit der eigenen Größe.
Und hier habe ich es ja schon mal gesagt, ich habe hier so dieses männliche in der Mitte im Herz des Blattes drin, die männliche Linie. Der Herr liegt hier in seinem eigenen Haus drin. Ne? Hier sind einige Umbrüche, die unser Gegenüber betreffen im Arbeitsbereich. Hier zugleich auch mit den Finanzen, und es kann hier irgendwie zu überraschenden Aktionen kommen, die mit Kindern oder Kollegen zu tun haben, wo es eine schnelle Wende braucht, wo man vielleicht auch mal, ich nenne es mal, seinen Mann stehen muss. Das kannst du als Mutter, das kannst du als Vater. Es ist nur sprichwörtlich gemeint. Und das ist so ein Monat, wo wir sehr aufklären, wo die Energie sich einfach wandelt und wo vieles in unser Bewusstsein kommt. Auch die Abhängigkeit von außen, ja, was die Zeit mitbringt, wie die Verhältnisse im Außen sind und wo unser Platz ist, wie wir damit umgehen, wie wir dastehen und wie wir an sich mit uns, denen, die uns umgeben, neue Wege finden können, damit es für alle leichter wird. Ne? Bei den Finanzen habe ich hier die Arbeitskarte drin, das heißt, der eine oder andere wird beschäftigt sein mit dem Thema Geld, vielleicht auch viel Arbeit haben, um Geld zu verdienen. Möglicherweise zeigt sich hier auch irgendwie eine Person aus der Vergangenheit, die mit dem Thema Geld zu tun hat. Nenne es irgendwie einen Ausgleich oder etwas, was vielleicht in sehr gehinderter Energie voranging, das jetzt so ins Rollen kommt. Es kann sich hier tatsächlich im finanziellen Bereich abspielen. Ne? Wir haben die Personen mit drauf. Vielleicht hast du mit einem Mensch deiner Vergangenheit noch finanzielle Dinge zu klären. Das würde man hier sehr gut sehen. Können auch Ex-Partner sein. Im Hause des Berufes drin haben wir den Reiter, das dachte ich mir schon, denn auch hier geht es viel um berufliche Themen. Wenn ihr nicht arbeitet, geht es um die Themen, an denen ihr arbeitet. Wenn ihr hier guckt, habt ihr den ganzen Männerpulk beieinander, auch hier oben schon. Ne? Man hat viel mit dem Außen zu tun, vielleicht gibt es viele Gespräche, Kontakte, die auch wieder Veränderungen und Neubeginne mitbringen. Allerdings dürft ihr euch auch streitbar machen. Ne? Es gibt hier irgendwie so Diskussionen mit etwas, was neu begonnen werden will. Zugleich liegt hier auch eine Riesenchance, das Beziehungsleben oder die Verbindlichkeiten, die Verträge ins Gute zu wandeln. Auch wieder so Herzenswege zu gehen. Ne? Eigentlich ist das Blatt ein bisschen ein Pendant zwischen mir geht's Herz auf und ich habe Herzschmerz. Sind so zwei, ja, irgendwo ist es ein Pendant. Wenn ihr hier guckt, spiegelt sich das Herz mit der Sonne und hier unten nagen die Mäuschen dran und es kann schon so ein Austausch sein von Energien oder dass man was verarbeitet oder dass man ganz schnell auch Klarheit kriegt, vielleicht möglicherweise auch da überrumpelt wird, wo es vorher Hindernisse gab. Also man kommt hier schon in Bewegung und sucht hier Wege, auch seinen ureigenen Herzenswünschen zu folgen. Im Prinzip kann es auch sein, dass man hier sehr beschäftigt ist mit dem eigenen Weg und konfrontiert wird mit dem Weg der anderen. Das heißt, der Familienmitglieder, des Umfeldes, der Freunde und dann eben auch so ein bisschen mit sich selber in Konflikt kommt oder ich sage mal mit seiner Zeit auch. Auch da denkt dran, es gibt ein Stück Weg, den geht man mit den Kindern, mit den anderen, mit den Freunden. Aber es muss auch Zeit für uns selber sein, für unsere eigenen Dinge. Also so ein gesundes Grenzen setzen.
Trotz allem habe ich das Gefühl, dass es in all den Dingen, die uns am Herzen liegen, wir haben im Haus des Herzens die Fische drin, ne? Jeder weiß, oder die sich damit beschäftigen, die Fische kannst du in 2 Teile machen. Eins teils Geld, eins teils Gefühle und Seele. Und hier liegt doch sehr das Seelenleben im Bereich unserer Herzensebene drin. Hier verbunden mit Neubeginnen, mit Kinderthemen und mit Veränderungen. Die Störche liegen im Haus der Störche. Und im Prinzip haben wir in der Korrespondenz einfach die Blumen drin und das noch im Hause des Schicksals. Also das kann schon sein, dass dir einsteils etwas Schmerzliches bewusst wird, was aber wiederum eine sehr klärende, gute Energie für die Zukunft hat und ja, wo du einfach einen, ich nenne es mal schicksalshaften Ausgleich kriegst für irgendetwas, was dir schon sehr geschmerzt hat oder wehgetan hat. Diese Verletzungen können hier oder kommen hier hauptsächlich aus den eigenen Kreisen, aus dem Umfeld, ne? Der Monat wird sehr aufklärend wirken. Vielleicht wird ja auch eine Familienthematik stark bewusst hier. Möglicherweise haben wir hier Umbrüche auch mit den Gegenüber. Hier seht ihr wieder die männliche Linie sehr präsent, auch hier. Und alles in der Korrespondenz mit Herzensangelegenheiten. Die Gegenüber haben hier wirklich, also egal aus welcher Perspektive du guckst, haben hier wirklich Umbrüche und Anfang und Ende und Umstrukturierung pur, aber sie sind in ihrem eigenen Haus. Das heißt, sie haben hier die Grundvoraussetzungen auch ganz gut dazu. Wir nehmen noch ein Krafttier für diesen Monat. Ich gucke so lang gerade noch mal drüber. Für alle Selbstständigen hier sehe ich auch sehr gute Chancen, finanzielle. Für das Kollektiv der Selbstständigen muss ich ja sagen, sonst heißt es wieder, ich war nicht dabei. Der Turm liegt hier im Hause der Sterne drin. In der Korrespondenz haben wir den Schlüssel. Unten dran die Finanzen mit dem Schiff. Und im Haus des Turmes haben wir den Klee. Das sind schon gute Voraussetzungen für den kleineren Bereich Expansion. So, wir haben den DAX für den Monat Dezember mitgekriegt. Und es könnte mal wieder passender gar nicht sein, denn der DAX bringt irgendwie Genesung auf mehreren Ebenen. Und er lenkt Aufmerksamkeit auf die ganzen Lebensumstände, auf die Lebensgewohnheiten. Und er schenkt auch die Möglichkeit, Dinge drastisch umzugestalten, auch um wieder mehr Erfüllung in der Liebe zu haben. Ich denke, das ist so eine Überschrift mit dieses Blattes, ne? Der DAX ist praktisch Helfer in der Not. Er fürchtet sich nicht in der Dunkelheit, auch nicht im Licht. Er bringt genesende Erkenntnisse. Er zeigt, wo man beginnen kann, Kräfte neu auszurichten, sodass Genesung geschehen kann. Er fordert auch auf Stehenbleiben und hinzugucken. Die Schatten zu betrachten, so damit sie ihren Schrecken verlieren und sich auflösen. Und es ist so eine Erlösung durch Erkenntnis, die sich hier aufzeigt, die ein neues Kraftumfeld irgendwie erschafft. Das haben wir ja hier im Umfeld, ne? Ja, der DAX kennt auch die Wege ins Unterbewusstsein und fordert auf, Verantwortung für sich zu übernehmen. Auch für die Dinge, die nicht funktionieren, die Verantwortung zu übernehmen. Es geht verstärkt darum, das Leben in die Hände zu nehmen und sich nicht
irgendwie lenken zu lassen. Wir haben ja das Außen als sehr einspielenden Faktor. Und es geht auch ein bisschen um die Selbstheilungskräfte in uns, die wir aktivieren dürfen. Und es geht tatsächlich um eine gewisse Klarheit, wie die Lebensumstände sich so drehen können, dass man eben auch von der guten Energie erfährt oder dass man eben die Wege, die nicht aufgehen, so umstrukturiert. Ne? Dazu schmeißt dir das Schicksal hier verschiedene Optionen hin, dass es für uns selber besser ist, unser Fundament zu spüren. So, ihr Lieben, das war's für heute Morgen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Ich drücke euch bis bald.